Hi, wir sind Tobi und Sarah. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Bus auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Heute wollten wir eigentlich, nach Griechenland fahren zur Vikos-Schlucht, aber uns nimmt jemand neue Blattfedern aus Deutschland mit und bringt die nach Nordmazedonien, nach Skopje, zu seiner Werkstatt. Deshalb heißt es für uns mal wieder Planänderung. Wir fahren jetzt in Albanien ums Gebirge rum oder durchs Gebirge an den Ohridsee und dann weiter Richtung Skopje. Kaum vorstellbar, wir sind gerade im Süden Albaniens und das hier ist schon Griechenland. Also wir fahren direkt an Griechenland parallel vorbei gerade. Und der Fluss, oder hier läuft ein Fluss und das markiert so die Grenze. War ja ursprünglich unser Plan, aber nachdem Tobi ja berichtet hat, dass wir die neuen Federn mitgebracht bekommen, fahren wir nach Nordmazedonien und hatten extra diesen Weg gewählt, weil der uns empfohlen wurde von anderen, die den Weg schon gefahren sind, da der landschaftlich so sie so beeindruckt hatte. Ich hoffe, der Akku hält lang genug durch. Hey, der Akku hält nicht mehr lang. Oh oh. Hier haben wir jetzt letzte Nacht geschlafen und gestern auch noch meine Haare geschnitten. Heute geht es dann weiter zum nächsten Campingplatz. Das ist ein Platz in ca. 20 Kilometer, bevor es dann morgen weiter Richtung Korça geht. Wir sind vor ungefähr 1,5 Stunden hier angekommen an unserem Stellplatz. Sarah hat hier schon die Gegend mit der Kamera erkundet und ich bin ein bisschen Drohne geflogen. Und jetzt genießen wir hier noch den Tag. Morgen geht es dann weiter Richtung Korça. Und wieder kehren. quer.
gut. Schaut gut aus. Guten Morgen von der SH75. Morgen. Wir sind hier wir sind hier seit 3 Tagen oder 3 Nächten und Es ist arschkalt. Und zwar wirklich kalt. nachts sind so zwischen 3 und 5 Grad, je nachdem. Tagsüber geht's, wenn die Sonne rauskommt. Die ist heute aber nicht da. Und also, was man über die Straße sagen muss, wenn der Zustand besser wäre, also sie ist bis jetzt zu 99% asphaltiert, das ist alles super, aber es geht halt so. Und es ist ein Flickenteppich an Asphaltstücken, aber es ist gut fahrbar. Ja, und wenn das nicht wäre, wäre es ein Traum für Motorradfahrer. Also von der Landschaft und von den Kurven ein absoluter Traum. Aber es ist leider so. Ja, aber wir fahren halt mit 20 bis 40 km/h dahin, weil es so huppelig ist und wir wollen es den Federn und dem Auto einfach nicht antun. Und im Inventar natürlich auch. Ja, sonst fällt wieder das Salz runter. Und gestern haben wir leider nicht so gute Neuigkeiten bekommen. Wir hatten ja alles so geplant, dass wir jetzt am 20. dann in Skopje sind für die Federn und dann möglichst schnell nach Griechenland fahren. Aber wir haben die Info bekommen, die Teile brauchen länger nach Skopje. Das heißt, wir sind gestern nicht wie geplant nach Korča gefahren auf den Campingplatz mit heißen Duschen, sondern haben hier an diesem schönen See übernachtet, wo es jetzt noch kälter ist. Dafür geht es jetzt heute nach Korča und wir versuchen jetzt in kleineren Etappen die ganze Strecke zu überbrücken. Genau. Heute Nacht hat es ein bisschen geregnet. Das ist für uns, also ich mag normalerweise dieses Gefühl oder dieses Lauschen, wenn der Regen auf das Dach aufprasselt, aber momentan, nachdem wir ein kleines Wasserproblem haben und nicht wissen, woher es kommt, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Da müssen wir jetzt auch noch nachschauen, ob es nach wie vor trocken ist. Gestern war es noch trocken, gestern Abend, ja, aber bevor heute der Regen war. Mal schauen. Also jeder, der einen Oldtimer hat oder ein LT, der kann sich bestimmt total in unsere Lage hineinversetzen. Aber es ist ja so, irgendwann lachen wir drüber. Ja. Und nachdem es jetzt so kalt ist, freuen wir uns dann Ende November, Anfang Dezember umso mehr, wenn es dann wieder in die Wärme geht. Falls es dann noch in Griechenland warm ist. Ja, jetzt sind alle da gerade mit T-Shirts auf den Bildern. Ich hoffe, dass es dann auch noch, wenn wir da sind. Ja. Und? Ist trocken? Fühlt sich gut an. Mal schauen. Aber ich habe so kalte Hände, ich spüre nichts. Aber im Klopapier siehst du es ja. Nee, man sieht nichts. Also scheint okay zu sein. Nee, ist trocken. In dem Fall positiv, aber irgendwie auch negativ, weil wir nach wie vor nicht wissen, woher es kommt. Ah gut, machen wir schnell wieder zu. Auf Holz geklopft. Hallo aus Korča. Wir sind an unserem Nachtplatz angekommen, Campingplatz, und haben sofort eine Karte bekommen. Damit gehen wir jetzt in die Stadt. Wir brauchen eine Post, da meine Freundin Postkarten sammelt und ich jetzt eine, nachdem wir nicht mehr lange in Albanien sind, in Auftrag geben muss. Wir haben unseren Versicherungsschein fürs Auto vergessen, den müssen wir in einem Printshop heute noch ausdrucken. Und dann freue ich mich, in die Gassen von der Stadt hier ein bisschen durchzuschlendern. Wir sind jetzt in der Fußgängerzone von Korča, nachdem wir ewig rumgeirrt sind. Aber wir haben schon gleich am Anfang den Printshop
gefunden. Ja, genau. Und danach noch 3, 4 andere. Und dann noch die Post, also das ist alles erledigt. Und jetzt schauen wir, ob wir was zu essen finden, entweder Pizza oder Börek. Und hier gefällt es mir echt gut, muss ich sagen. Ja, hier ist weniger los wie auf Hier der ist Straße. so ruhig auf einmal. Und ich glaube, es ist auch ganz schwierig, weil wir sind ja eigentlich nur noch Natur gewohnt und ich glaube, wir empfinden die Städte jetzt viel lauter, als sie in Wirklichkeit sind oder als wir es wirklich sonst empfunden hätten. Ja. Für uns gibt es jetzt Pizza. Ganz typisch traditionell albanisch. Ich versuche noch die Speisekarte zu entziffern. Die Pizzen sind da. Es schaut sehr gut aus und gerade eben hatten wir einen Stromausfall. Ich glaube, es war zu viel an. Lass es dir schmecken. Einen guten. Wie überall in Albanien dürfen auch die obligatorischen Bunker natürlich nicht fehlen. Selbst in der Stadt. Es gibt 200.000 in Albanien, haben wir nachgelesen. Und in die meisten, wenn sie nicht auf dem Privatgrundstück stehen, kann man eigentlich auch reingehen. Wobei wir auch einige gesehen haben, die als Müllhalde verwendet werden. Aber es ist richtig cool, wenn du dann in die verlassenen Bunker reingehst. Wir lassen gerade unsere Gasflasche auffüllen. Wir haben hier nämlich bei Park 4 Night einen Spot gefunden und wir haben jetzt 2 Monate schon in Gebrauch, nicht durchgehend, aber nahezu durchgehend und kochen jeden Tag Tee und Kaffee. Deswegen denken wir, wird es Zeit. Der nächste Punkt ist dann heute noch in die Nähe eines Sees zu fahren, nicht den Ohridsee, sondern weiter südlich. Ich habe gerade den Namen vergessen, den blenden wir euch ein. Und dann ab morgen nach Nordmazedonien. Morgen und heute ist super Wetter angesagt, also es ist richtig kalt, ist schon, ja hier im Auto nicht, wie ihr seht, aber es wird nachts wieder so um die 2-3 Grad, aber Sonnenschein über den Tag verteilt und ich finde, dann kann man es recht gut aushalten, sonst ist es schon bitter. Genau, so der Plan für die nächsten Tage. Wir sind am Prespa-See angekommen. Der erste Platz, den wir anfangen wollten, der war ganz kurz vor der nordmazedonischen Grenze und die Stromkabel hängen so niedrig, dass wir die Straße nicht fahren konnten mit unserem Auto. Wir sind 3,20 Meter, was sind wir? 3,30 Meter. 3,30 Meter. Ungefähr. Genau, da mussten wir bei einem dann umkehren und dann standen wir jetzt erst in der Kurve und haben uns umgeschaut und haben jetzt diesen Platz gefunden und werden jetzt das Auto hier runterholen und direkt am See dann stehen. Unsere Kinderteile. Okay. Und das ist unser allmorgendlicher Besuch hier am See. Na du? Wir sind beim Ort Globokeni. Ich muss das hier alles ablesen, weil ich mir das alles nicht merken kann. Und ich freue mich so, wir gehen jetzt zu einer Kirche, die in einem Felsen drin ist. Und die heißt Vakefet Eşen Mihalit. Laut Internet ist die im 14. Jahrhundert circa gebaut worden. Wir müssen kapitulieren, leider.
Wir kommen hier kaum vom Fleck, also wir sind die Küste entlang und die Steine sind so riesig, unförmig, man wackelt von einem auf den nächsten. Und laut Karte haben wir uns gefühlt kaum bewegt und es ist noch ein Riesenstück vor uns. Deswegen haben wir jetzt entschieden, also wir haben jetzt hier noch einen anderen Weg gefunden, der hier hochgeht. Das schaut aber eher aus wie so ein Tiertrampelpfad und wir sind auch nicht wirklich weitergekommen. Deswegen gehen wir jetzt zurück zu unserem Auto und es gibt hier in der Nähe noch einen Aussichtspunkt und ich hoffe, dass da vielleicht irgendwie ein Schild ist mit Wegweiser in die Richtung 50 Minuten, Stunde oder so zu der Kirche. Drückt uns die Daumen. Wir sind gerade entschädigt worden. Wir haben eine Höhle gefunden beim Rückweg. Das ist schon cool. Ja, wenn die Dornen nicht wären. Au. Hier hinten endet, aber das schaut Ernsthaft? mega aus. Au. Da sind wir wieder am Auto angekommen. Der Hühneraufstand. Warum geht alle in die Käfig? Warum kommt dann? Lebensgraben. Die Sarah sucht jetzt gerade noch die Ruine, die laut der Navi-App hier eingezeichnet ist. Und ich werde jetzt die Drohne fertig machen und dann schaue ich mal, ob wir die Kirche zumindest aus der Luft sehen. Weil die ist da hinten irgendwie noch unendlich weit weg und wir können beide nicht mehr, wollen endlich was essen. Deshalb geht es jetzt dann für uns wieder zurück nach dem Drohnenflug. Und dann wird gekocht. Endlich. Ich bin hier oben mit der Drohne geflogen und dachte mir, vielleicht finden wir so die Ruine, zumindest aus der Luft. Aber dadurch, wir waren oben auf dem Hang und dann bin ich hinter den Hang geflogen und da habe ich den Kontakt mit der Drohne verloren. Und der kam auch, ich weiß nicht, 20 Sekunden oder so nicht wieder. Und als ich dann nachgeschaut habe, hat sich die automatische Rückflughöhe auf 20 Meter reduziert. Das heißt, und die Kamera war leicht gesenkt. Und das heißt, ich habe den Bildschirm wieder gesehen, als ich den Kontakt hatte. Aber auf 20 Meter über dem See, habe nur noch blau gesehen, dachte schon, die Drohne ist geschrottet. Aber zwischendrin hatte ich dann immer wieder kurz Empfang, konnte dann hochfliegen. Und also es ging gut aus. Und ich glaube, eine Ruine hat man aus der Luft gesehen, aus der Entfernung. Aber das müssen wir dann am PC mal anschauen, ob man es wirklich sieht. Wir haben die Ruinen leider nicht gefunden, aber die Wanderung hat sich trotzdem gelohnt, weil es ist eine unglaubliche Natur. Und was hier total auffällt, ist diese Stille. Man hört ab und zu ein, zwei Vögel, aber sonst hört man hier einfach gar nichts. Man hört kein Wasser oder wir waren ja jetzt viel am Meer, man hört nicht dieses Meeresrauschen, man hört keinen Fluss, man hört einfach gar nichts. Man ist wie alleine hier und das gefällt uns sehr. Schaut mal den Ausblick, der ist Hammer. Und wenn man die Steilheit von der Straße sieht, war es, glaube ich, die richtige Entscheidung, zu Fuß weiterzugehen und nicht mit Sven. Ich glaub, Die meiste Strecke geht zwar, also das hier wäre, glaube ich, auch gegangen, dass wir hochkommen, aber zwischendrin sind immer richtige, bescheidene Versätze von links nach rechts und
Bodenwellen, das hätte keinen Sinn gemacht. Nicht für unseren Unterboden. Geh mal vor, dann sieht man vielleicht, wie steil es ist. Kommt meistens nicht so rüber. Wir haben jetzt alles zusammengepackt und heute geht's Nach Nordmazedonien. Juhu! Nach 5 Wochen Albanien verlassen wir jetzt das Land. Ja, und es ist irgendwie ein bisschen ein trauriges Gefühl oder irgendwie schon wie so ein Stück Heimat verlassen, weil wir uns so wohl gefühlt haben, die Menschen so nett waren, Land schön, was wir halt die ganze Zeit immer schon gesagt haben in den Videos. Deswegen ist es ein bisschen ein weinendes Auge, finde ich, aber man freut sich ja auch auf die neuen Abenteuer. Ja, und Nordmazedonien wird jetzt nicht allzu lang dauern, weil wir, wie gesagt, zur Reparatur hinfahren und dann möglichst schnell wieder irgendwo an die Küste, damit es wärmer wird. Weil es echt, ich glaube, die Standheizung lief jetzt seit gestern fast 10 Stunden und sobald es aus ist, man merkt einfach, es ist ein altes Auto, auch wenn wir isoliert haben. Vorne das Führerhaus ist zu wenig isoliert, müssen wir sagen, glaube ich. Weil da ist einfach Temperaturunterschied, glaube ich, von bestimmt 5 bis 10 Grad zum Wohnraum, aber es geht. Und ich finde dafür, dass wir unterm Dach eigentlich im Hochdach schlafen, weil eigentlich sammelt sich ja warme Luft oben und ich habe nicht das Gefühl, dass die Luft nach oben wirklich kommt. Wir haben vorne links und rechts kleine Durchlässe zum Fahrerraum. Ich glaube, da kommt die ganze kalte Luft her. Die müssen wir nochmal irgendwie zumachen mit einem Schal oder irgendwas anderem, damit da keine kalte Luft mehr reinkommt und wir es oben auch endlich dauerhaft warm haben. Aber man lernt ja dazu. Genau. Wir wollten eigentlich in Nordmazedonien über einen Pass fahren und Google schlägt das aber nicht als Strecke vor. Und heute hat die Sarah dann nachgegoogelt, warum das Ganze so ist. Ja, der Pass ist von November bis März. Ich glaube, irgendwie so war es, ja. Komplett gesperrt und jetzt müssen wir doch außen rumfahren, wobei die Blicke wirklich atemberaubend sein mussten. Aber naja, jetzt vielleicht finden wir dann noch einen Supermarkt, wo wir es kaufen können und unsere letzten Leck ausgeben. Auf den Kopf hauen können. Ja, die 5, 6 Euro, die wir übrig haben, die hauen wir dann durch den Club wie Fuffis. Genau, so der Plan für uns. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Los geht's. Los geht's, kommt nicht rein. Wir die Kirche sehen und da freue ich mich sehr darüber. Was schaust du so? Nicht? Achso. Okay, nochmal von vorne.